Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik. In dieser Sendung sind wir zu Gast auf einer Insel in der Irischen See. Und um Sie ein bisschen auf das Thema einzustimmen, haben wir bei Alfons, dem Viertel vor 12., eine kleine Anleihe gemacht. Eine Insel mit 2 Bergen und im tiefen, weiten Meer, mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. Zugegeben, die Isle of Man wird nicht von Alfons dem Viertel vor 12. regiert, aber Lummerlands König aus Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer von Michael Ende dürfte sich auf der Insel in der Irischen See gut zurechtfinden. Das Eiland ist nämlich noch nicht so recht im 21. Jahrhundert angekommen. Scheinbar. Trait de Loire ist gälisch, meint Zeit genug und ist gelebtes Inselmotto. Also überwiegend. Der Bahnhof der Inselmetropole Douglas würde dem adeligen Alfons mit Sicherheit vertraut vorkommen. Eine Kollegin, Queen Victoria, stand schließlich bei diesem Baustil Patin. Das Gemäuer hat, wenn auch nichts Schloss, so doch etwas Burgartiges. Seit ein paar Jahren gibt es hier einen Mundschenk, der vegetarische Speisen verabreicht. Eine Oase in der lukullischen Wüste einer britischen Insel. Etwas abseits der Fahrkartenschalter. Hektik sieht irgendwie anders aus und wir erinnern uns, Zeit genug oder auf gut Gälisch, Trait de Loire. Oh. Hallo? Haben Sie noch ein paar Tagestickets? Explorer Ticket. Ja, Könnte ich dann bitte 7 haben? die Tickets sind ein Sesam, öffne dich für eine Zeitreise. Im landesüblichen Tempo betreuen 30 Vollzeitkräfte Preziosen aus einem vergangenen Jahrtausend. 2 Dutzend Waggons haben die Jahrzehnte überdauert. Die Loks stammen zumeist von Bayer, Peacock & Company, Haus- und Hoflieferant aus Gordon bei Manchester von 1872 bis 1965. Dann ging die Firma pleite. Seitdem wird jedes Ersatzteil von Experten extra angefertigt, zum Großteil in England. Von Ostern bis Ende Oktober geht es 4-mal pro Tag von Douglas Richtung Süden. Im Schlepptau von Sutherland, Caledonia oder C.H. Wood beispielsweise. Nein, Emma heißt keine der Maschinen. Die Fahrt nach Port Erin dauert eine Dreiviertelstunde. Also ungefähr. Es kommt nicht so auf die Minute an. Trait de Loire. Wenn man so will, dann ist dieser freundliche Herr Herrscher über alles, was auf der Isle of Man auf Schienen dampft, dieselt oder surrt. David Howard ist Direktor der Transportbetriebe. Und, wird sie laufen? Richtig gut? Boah, was eine Frage. Diese Maschine hat jetzt einen neuen Kessel bekommen, neue Zylinder, einen neuen Wasserkasten und heute werden wir eine erste Probefahrt damit machen, mit der ganzen neuen Technik. In den letzten 6 Monaten haben wir rund 300.000 € investiert. Die sollte jetzt 20 Jahre halten.
Veteranen sind einigermaßen flott unterwegs auf dem größtenteils frisch renovierten 914 mm schmalen Schienenstrang. ...40 Kilometer pro Stunde erreichen sie, angetrieben von polnischer oder kolumbianischer Kohle. Englische ist zu teuer. Bis zum Zwischenstopp in Castletown sind es noch ein paar Meilen. Genügend Zeit für einen Abstecher in die Werkstatt der Manx Steam Railway. In Douglas lagert vieles, was für den Laien nach Schrott aussieht und wertvolle Ressourcen darstellt. Kissack hat ihre Testfahrt mit Bravour überstanden und wartet darauf, mal so blendend auszusehen wie die 16 Jahre ältere Fenella. Baujahr 1894. Auf der Isle of Man trifft antikes Eisen eben auf viel Geld und viel Enthusiasmus. In den letzten 5 Jahren wurden so 4 Lokomotiven restauriert, für insgesamt 1,5 Millionen Euro. Kleinere Reparaturen erfolgen nach Landesart in aller Ruhe, in einer geradezu musealen Umgebung. Das ist sozusagen ein arbeitendes Museum, da unsere Dampfzüge und Eisenbahnen im Sommer sogar jeden Tag fahren. Ich denke, der wichtigste Unterschied zu anderen Bahnen ist, dass das hier ein ganz normaler Alltagsbetrieb mit professionellem, bezahltem Personal ist. Die Strecke wird eben nicht von Liebhabern betrieben oder nur gelegentlich geöffnet. Das ist nur möglich, weil die Bahnen Staatseigentum sind. Für ein privates Unternehmen würde sich das nicht rechnen. Das glaubt man gerne und sofort. Die Personenwagen werden überwiegend in Heimarbeit auf Vordermann gebracht. Solange bis sie in einem Zustand sind, den auch Alfons der Viertel vor 12. als angemessen empfinden würde. Die noblen Klappsitze aus dem 19. Jahrhundert, raffiniert einfach. Einfach raffiniert. Man stolpert auf der Isle of Man zwar allenthalben über Relikte aus der kriegerisch-monarchistischen Vergangenheit, wie hier in Castletown, der früheren Hauptstadt, aber schon in grauer Vorzeit tagte auf dem Eiland das älteste durchgängig tagende Parlament der Welt. Vor 1000 Jahren stritten auf dem Tynwald die Wikinger. Nach den Wikingern kamen die Schotten, dann die Engländer. Unter sich waren die Manx, wie sich die Insulaner selbst nennen, in ihrer langen Geschichte auf ihrer Insel selten. Das hat sie Flexibilität gelehrt, symbolisiert durch ein Dreibein. Seine Botschaft? Mach, was du willst, ich fall immer wieder auf die Füße. Die Isle of Man hat ein eigenes Autokennzeichen, eigene Briefmarken, Gesetze. Andererseits, auf der Inselwährung taucht die Queen auf, allerdings ohne Krone. Sie ist hier Lord of Manx, nicht Königin und jünger irgendwie. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es insgesamt 5 Eisenbahnlinien. Vor der Einführung der Busse waren Schienenfahrzeuge die einzigen öffentlichen Verkehrsmittel. Seit den 30er Jahren nahmen die Passagierzahlen kontinuierlich ab. We live
Wir wohnen etwas außerhalb von Port Erin und fahren mit unserem Auto etwa 1 Kilometer zum Bahnhof. Dort lassen wir den Wagen stehen und steigen in den Zug nach Douglas. Normalerweise nehmen wir den um 10:15 Uhr. Wenn man in Douglas ankommt, ist am Bahnhof gleich ein Supermarkt. Es ist für uns also wunderbar bequem. Nicht so wie beim Busfahren, da gibt es ja schon beim Einsteigen furchtbares Gedränge. Wir fahren also entspannt nach Douglas, kaufen ein, steigen in den Zug und fahren zurück. Und wir sind Senioren. Wenn man auf der Isle of Man älter ist als 60, zahlt man für Zug, Bahn, Bus keinen Cent. Ein Jammer, dass das nicht auch für Flugzeuge und Schiffe gilt. Ach so, ja, das ist meine Frau. Sie ist eine echte Dame, trägt also nicht so viel. Der Packesel bin ich. Endstation Port Erin und herzlich willkommen im frühen 20. Jahrhundert. Der Ort war und ist ein bekanntes britisches Seebad. Nur heute fliegt man mal gerade nach Mallorca. Und so bleiben die Passagierzahlen aus dem Jahre 1924 ein Rekord für die Ewigkeit. 1.344.620 Menschen wurden dunnemals gezählt. In diesem Bahnhof aber lebt sie weiter. Die gute alte Zeit, damals als Miss Marple knifflige Kriminalfälle löste und der Tourismus brummte. Vor allem in Douglas. Dort amüsierten sich die englischen Pauschaltouristen königlich und machten die Insel wohlhabend. Douglas heute. Schöne Fassaden, hinter denen Tausende internationaler Firmen residieren oder zumindest einen Briefkasten haben. Die Isle of Man ist ein Steuerparadies. Das Leben sehr teuer. Richard Quayle hat deshalb 2 Jobs. Tagsüber arbeitet er in einer Kfz-Werkstatt. 3-mal pro Woche fährt er zudem Taxi, Nachtschicht. Er ist ein waschechter Manx und ein populärer dazu. Als Milky kennt ihn und sein Hobby jeder. Milky ist Motorradrennfahrer gewesen. Ein erfolgreicher. Bei der Tourist Trophy, dem legendären Rundstreckenrennen auf der Isle of Man, hat er 2002 gewonnen. Ein Jahr später hat er auf derselben Strecke verloren. Unwiederbringlich die Milz, fast das Leben. Kollision mit einer Mauer bei Tempo 145. Die TT ist eben Wahnsinn. Seit 1907. Und? Das größte Ereignis auf der Isle of Man. Wenn Sie irgendjemanden nach unserer Insel fragen, werden Sie in der Regel hören, ach ja, das ist doch der Ort, wo dieses Motorradrennen stattfindet. Dadurch ist sie weltberühmt geworden. Manche Leute haben keine Ahnung, wo sie liegt. Vielleicht bei der Isle of Wight oder in der Nähe von Schottland, aber sie assoziieren automatisch die TT und die Isle of Man. Das Rennen ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Which it is, and it brings a lot of money into the economy of the Isle of Man. Man spürt es, David Howard ist kein sturer Bürokrat. Er liebt seine Schmalspur-Oldtimer. Sein Favorit? Ich glaube, ich habe eine kleine Schwäche für die elektrische Eisenbahn. Sie ist in ihrer Betriebsart zurzeit wahrscheinlich einzigartig auf der Welt und sie bietet ein paar ziemlich großartige Ausblicke. Seit 1898 schnurren die Wagen umweltfreundlich die 24 Kilometer zwischen Douglas und Ramsey im Norden hin und her. 12 Monate pro Jahr, bei Steigungen bis zu 12%, immer längs der Küste. Und auf exakt derselben Spurbreite wie die Dampfloks, ein paar Kilometer weiter südlich.
Was für die Mang Steam Railway gilt, das gilt auch für die entfernten Vettern von der elektrischen Fraktion. Sie sind Schmuckstücke, ständig auf Hochglanz poliert, als gelte es im schnöden Alltag Schönheitspreise zu gewinnen. 1976 sollten beide Systeme wegen mangelnder Rentabilität eingestellt werden. Die Bürger stiegen sozusagen auf die Gleiskörper, retteten Schienen, Züge, Wagen und ein Stück Inselhistorie. Keins überlässt man erkennbar den Schotten. Man hat eben Zeit und Geld genug. Auch hier kosten Renovierung und Unterhalt jährlich Hunderttausende von Euro, aber die Menschen finden, es lohne sich, das Geld sei bestens angelegt. Als nettes Souvenir an früher, individuelles Massentransportmittel, als Touristenattraktion. Und wenn dann Tramcar No. 1, eine der ältesten elektrischen Überlandstraßenbahnen der Welt, blank gewienert das Depot in Douglas verlässt, dann möchte man den Inselpolitikern wirklich glattweg gratulieren zu ihrer Generosität. Laxey liegt ziemlich exakt auf der Mitte zwischen Douglas und Ramsey. Ein unbedeutender Flecken. Eigentlich. Für viele Touristen ist Laxey allerdings der Nabel des technischen Open-Air-Museums Isle of Man. Und das gleich aus 2 guten Gründen. Grund Nummer 1: die allererste Bergbahn im gesamten britischen Empire. 1895 eine Sensation, die die Fachwelt elektrisierte. In Laxey also steigt man um in die Snaefell Mountain Railway und das mit keinem mulmigen Gefühl, warum auch. Der einzige Unfall datiert aus dem Jahr 1905. Eine kleine Karambolage, nichts Schlimmes. Eine gute halbe Stunde wird die gemächliche Fahrt zum Snaefell, der höchsten Erhebung der Insel, dauern. Zugegeben, mit 620 Metern ist der Snaefell nicht gerade ein Gigant. Aber steil ist er schon. Zumindest ein bisschen. Angetrieben werden 7 der 23 Wagen von modifizierten Motoren der Aachener Straßenbahn aus den 50er Jahren. Und da ist auch schon Grund Nummer 2. Das Laxey Wheel. Das größte Wasserrad der Welt. (1854) wurde es errichtet, um die lokalen Bleiminen leer zu pumpen. Mehr als 4000 Menschen strömten damals zusammen, als es in Betrieb genommen und nach der Gouverneursgattin Lady Isabella getauft wurde. Bis 1929 schaufelte das Rad unermüdlich und pausenlos mehr als 1000 Liter pro Minute aus den Minen. Nach einer kompletten Rundumerneuerung ist die Lady nutzlos, aber bildschön und optisch äußerst reizvoll. Three feet, 6 inch. Die Snaefell-Bahn ist um 152 mm breiter als die beiden anderen Schmalspurbahnen und noch etwas unterscheidet sie. Sie wird ausschließlich von Touristen benutzt. Oder doch fast ausschließlich. Milke, ist Ihnen das nicht zu langsam? Oh nein, überhaupt nicht. Es ist wunderbar. Das ist ja auch ein Verkehrsmittel. Das macht Spaß. Es ist antiquiert, wie man wohl sagt, aber es ist wirklich schön. Schön langsam. Und man muss die Ingenieure bewundern. Ich meine, das war 1890 oder so, als das gebaut wurde. Das ist doch erstaunlich, nicht wahr? Was die damals schon drauf hatten?
first made. It's just amazing, isn't it? The technology that them boys had right now. Also Sie können auch solche Fortbewegungsmittel durchaus genießen. Oh yeah. Klar, jede Art von Fahrzeug. Die müssen nicht wirklich schnell sein. Im Prinzip interessiert mich alles, was Räder hat. Und ihn offenbar auch. Anything really, anything with wheels on it, I suppose. That is the same, anything with wheels. 600 Arbeiter schufen die Strecke binnen 7 Monaten. Wöchentliche Arbeitszeit 60 Stunden. Man kann vom Snaefell aus Wales, Schottland, England und Irland sehen. Bei gutem Wetter. Also ein eher seltenes Erlebnis. Wir sind schließlich auf einer britischen Insel. Man kann hier oben essen. Muss es aber nicht. Wir sind schließlich auf einer britischen Insel. Und der Vergleich mit der Schweiz auf dem Plakat, der zeugt von trockenem Humor. Wir sind schließlich auf einer, naja, Sie wissen ja schon. Und früher kamen Ingenieure aus aller Welt hierhin, um sich zu informieren, ja? Ja, natürlich. 1893 war die Manx Electric Railway auf jeden Fall eine Pioniertat. Sie hat ja Schienen mit sehr starker Neigung. Und die Haftung funktioniert. Die Dampfeisenbahn war 1873 eine der ersten Eisenbahnen und das auf einer kleinen Insel in der irischen See. Das war eine bedeutende Leistung. Wem die maschinengetriebenen Bahnen zu hektisch sind, wer 11 Stundenkilometer als angemessenes Tempo empfindet, der ist auf diesem Fleckchen Erde ebenfalls bestens aufgehoben. Auf der Promenade von Douglas verkehrt die natürlichste Schmalspurbahn der Welt seit dem 19. Jahrhundert und nur im Sommer. 4 Kilometer in 20 Minuten. Trait de Loire. Eben. Zeit genug. Tierschützer können sich empörte Anrufe im Übrigen ersparen. Den rund 40 diensttuenden Pferden der Horse Tramway geht es blendend. Maximale Arbeitszeit 2 Stunden pro Tag. Heu bis zum Abwinken und als Facharbeiterzulage 2 XXL-Eimer Hafer täglich. Spätestens mit 20 erfolgt dann der endgültige Schichtwechsel Richtung Altersheim für pensionierte Zugpferde. Victor, Yuna und Co. sind allesamt Routiniers. Dafür sorgen ein spezielles Training und die Gemütsruhe, die der Shire Horse Rasse den Beinamen friedliche Riesen eingebracht hat. Ach ja, zwischen den beiden Schienen hat man eigens einen weichen Spezialboden ausgebracht, damit's leichter läuft. Natürlich hat auch die Pferdebahn ihre Schatzkammer mit 23 Wagen. Im Depot an der Promenade wartet noch Arbeit für Generationen. Alexander Ikoris ist schon lange pensioniert, aber es treibt den 77-Jährigen immer wieder hierhin zum Sägen, Schrauben und Feilen. Es macht mir Spaß und ich habe was zu tun. Solange ich noch fit bin, mache ich es und zwar gerne. Ich kenne einige der jungen Männer, die jeden Sommer kommen, um die Bahn zu fahren und die sagen immer, hey, du bist ja immer noch hier, du alter Kerl. So allmählich wird es Zeit, Abschied zu nehmen von der Isle of Man, diesem nostalgischen Erlebnispark in der irischen See. Aber erst noch mal zurück zum Ausgangspunkt dieses Ausflugs in eine andere Welt, zurück zum Depot der Dampfbahn. Da scheint irgendwas passiert zu sein, etwas Ungewöhnliches. C.H. Wood ist zurück von seiner Fahrt nach Süden
und es scheint eigentlich alles in Ordnung zu sein. Oder etwa doch nicht? Hat's einen Unfall gegeben? Und was war das? Naja, da stand ein Bulle auf den Gleisen. Das war nicht so gut für ihn, oder? Nein. Und die Lok, die ist aber okay. Oh ja. Irgendwelche Verletzten? Nee, nur der Bulle. Der Bulle weidet nun im Kuhhimmel. Der Bauer bekommt eine großzügige Entschädigung. Das Leben auf der Isle of Man wird weitergehen. Und das nach Inselart. Treidelor. Genug Zeit. Nicht hetzen. Nicht zu überstürzen. Ja, das Leben ist hier wirklich nicht so hektisch wie in England. Oder wie wir es nennen, die angrenzende Insel. Yes. Irgendwelche Zweifel, dass Alfons der Viertel vor 12., Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer hier prima klarkommen würden? Doch nicht wirklich, oder? Jeder sollte einmal reisen in das schöne Wunderland. So, Feierabend, Emma.